Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute aus dem wunderschönen Bad Schandau. Wir sind gerade angekommen und wir machen hier einen kleinen Trip mit 2 Nächten Buchen. Es werden ungefähr -1 bis -3 Grad. Tagsüber, morgen soll es schneien. Heute haben wir wirklich wunderbares Wetter, da haben wir wirklich perfekt Glück gehabt. Sind gerade angekommen und ja, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Frühstücksstopp und dann nehme ich euch mit. Viel Spaß! Und hier einmal eine schöne Aussicht über Bad Schandau von dem berühmten Fahrstuhl, der hier ist. Der spart einem ein bisschen Höhenmeter, aber auch nicht zu viele. Wir haben die erste Aussicht in Ostrauth erreicht. Das waren die ersten Höhenmeter, quasi die Strecke vom Fahrstuhl, die man sonst mit Fahrstuhl fahren kann. Und ja, hier ist die erste schöne Aussicht und wie man sieht, das Wetter hat sich super aufgeklärt. Heute Morgen in der Bahn war noch komplett Nebel und jetzt kann die Wanderung losgehen. Die ersten Höhenmeter sind geschafft und der Körper ist jetzt warm. Die Schrammsteine. So, wir sind jetzt bei der Schrammsteinaussicht und weil wir jetzt hier ein bisschen hochgelaufen sind, liegt hier oben tatsächlich noch Schnee. Haben wir vorher noch gar nicht gesehen auf unserem Trip jetzt. Aber ich denke mal durch die Höhe und die Steine ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen Schnee. Mal gucken, wie es in der Buche nachher aussieht. Hier auf der nicht sonnigen Seite der Schrammsteine ist einfach kompletter Winter. Nicht komplett, aber wesentlich mehr Schnee als auf der anderen Seite, wo die Sonne drauf scheint.
Ja. Also 6 Stunden machen. Ja, fällt ganz schön an. Hier sieht man die Verbrennungen oder die Waldbrandschäden. Die ganzen Bäume hier sind komplett abgekohlt. Ziemlich krass, was diesen Sommer dann hier anscheinend alles gebrannt hat. Krass. Jetzt geht es die ganzen hart arbeitenden Höhenmeter einfach direkt wieder runter. Und der Boden ist leider komplett matschig und sehr, sehr rutschig. Also auf jeden Fall, wer zu der Jahreszeit hier ist, sollte da auf jeden Fall aufpassen. Kurz vor der Bufe, in der wir übernachten wollten, hatten wir dann leider nur noch sehr, sehr wenig Wasser. Und da wir noch kochen wollten, hatten wir uns dann kurzerhand entschieden, aus dieser ja sehr ekligen Grütze-Brühe da zu trinken. Und mein Kumpel hatte zum Glück den Grey Wasserfilter dabei und zum Glück ist alles gut gegangen. Keiner hatte irgendwelche Magenverstimmungen. Aber naja, macht das auf jeden Fall nicht nach. So, wir sind jetzt in der Bufe angekommen. Leider genau zum Dunkelwerden. Also es ist echt noch wesentlich dunkler, als es auf dem Video aussieht. Und ist aber immer wieder schön, dieser Platz. Da war ich genau im Februar diesen Jahres schon mal. Man hat den schönen Blick auf den Stein. Und hier in der Ecke, bisschen geschützt von dem Stein und hoffentlich von der Kante dort, werde ich meinen Schlafplatz aufbauen. Ich nutze heute die Isomatte von J. Agir und dazu den Criterion Traveler 500 und habe auch noch den Lightway Quilt 850 Plus Simple Quilt dabei. Aber das zeige ich euch gleich alles. Ich nutze jetzt auf dem Trip eine Isomatte von J. Agir. Dazu gibt es auch bald eine Review auf meinem Kanal. Die hat einen geschätzten R-Wert von über 5 und mal gucken, wie sich die Nacht so schlägt. In der Nacht werden, glaube ich, so minus 1, 2 Grad. Und dazu nehme ich dann den Criterion Traveler 500 Downschlafsack und da rechts liegt noch der Lightway Simple Quilt 850. Ja, mal gucken, wie es die Isomatte schlägt. Die hat ein sehr, sehr einfaches Ventil, quasi mit 2 Öffnungen. Indem ihr die kleine Öffnung öffnet, könnt ihr die Isomatte ganz einfach befüllen und mit der großen Öffnung entlasst ihr die Luft. Und die hat eine Primer-Loft-Füllung, also eine synthetische Füllung in den einzelnen Kammern quasi. Deshalb habe ich die jetzt auch schon mal aufgepumpt, damit die sich schon mal ein bisschen entfalten kann, die Füllung. Also mal sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Und hier draußen ist es stockdunkel, man sieht kaum noch was, aber leider auch kaum Sterne. Ich hab vom Papa so 12 nach Uni sein, dann kann ich So, da es jetzt nachts noch ein bisschen regnen, schneien, wie auch immer soll, habe ich hier noch kurz mein Schlafsetup umgebaut. Davor habe ich hier längs gelegen und jetzt liege ich quasi waagerecht unter der Spalte. Habe zwar jetzt nicht mehr so eine schöne Aussicht, aber habe hier mit meinem Trekkingstock und noch einem Ast, den wir hier gefunden haben, den haben wir nicht abgerissen, ja, habe mir das hier so ein bisschen hoch gemacht, sodass ich zumindest Wind- und Regenschutz von der Seite sein sollte und von oben, denke ich, kommt nicht sehr viel rein. Wir werden sehen, ob sich das Setup so lohnt. Zur Not kann ich auch die Plane komplett über mich rüberklappen. So richtig was zum Abspannen ist hier leider nicht. Also das ist natürlich nicht so einfach dann. Aber bis jetzt sieht es auch noch nicht nach Regen aus, also mal gucken. Wenn es nur ein bisschen schneit, dann ist alles gut.
So, das wird jetzt die letzte Nachricht für heute sein. Ich liege im Criterion Traveler 500 mit Komforttemperatur minus 7 Grad. Nachts werden minus 1, minus 2 Grad. Also mal gucken, wie der Schlafsack sich wie sich schlägt. Bis jetzt ist alles sehr, sehr angenehm warm. Und ja, ich zeige mal kurz. Ich habe ja, wie gesagt, mein Setup noch ein bisschen geändert. Das zeige ich gleich mal. Und natürlich auch die Aussicht. So, hier einmal mein Setup. Ich habe hier nochmal eine Plane. Falls von der Seite Wind, Regen oder Co. kommt, noch ein bisschen erhöht aufgestellt. Und hier liege ich eigentlich quasi komplett unterm Gestein, was ziemlich cool ist. Und links kann ich auch den Nachthimmel sehen, aber leider sieht man eh nicht viele Sterne. Das war letztes Mal definitiv anders. Und ja, ich hoffe, dass hier nicht irgendwo in einem kleinen Löchlein noch eine Spinne, Fledermaus oder sonst was rauskommt und dass ich hier keinen störe. Aber sonst sollte die Nacht eigentlich gut werden. Das ist wirklich ziemlich cool mit den Sternen. So, ich bin jetzt mal aufgestanden. Wir haben jetzt ungefähr 7:30 und langsam wird es ein bisschen heller. Ich hoffe, man kann es sehen. Normalerweise hätte man hier im Hintergrund natürlich eine super schöne Aussicht. Die Sonne geht zwar nicht in der, sondern in der Richtung auf, aber trotzdem wäre die Aussicht hier ziemlich schön. Leider ist es ziemlich neblig, aber naja, das passiert halt, wenn man im Dezember unbedingt buchen gehen möchte. Die Nacht über hat es jetzt auch nicht geschneit. Es war eigentlich vorhergesagt, dass es Schnee oder Niederschlag gibt. War zum Glück nicht so. Am Tag über soll es jetzt schneien, habe ich gesehen, erst ab 16 Uhr oder ab 14 Uhr, also ganz entspannt. Und wir werden jetzt gleich mal Frühstück machen. Und wie immer, überlegt euch ganz klar, mit wem ihr buchen gehen wollt, weil wenn euer Kumpel schnarcht, dann ist das natürlich wieder sehr unangenehm. Ich wusste es schon vom letzten Mal und habe mich extra sehr weit weggelegt, aber es war trotzdem nicht ausreichend. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mit auf den Weg gebe. Hier, wie gesagt, die Aussicht ist sehr, sehr schön. Kann ich jedem empfehlen, hier einfach mal herzukommen und das Ganze hier zu genießen. Und man kriegt echt einen komplett freien Kopf einfach. Das ist wirklich schön. Danach packten wir alle unsere Sachen zusammen und ja, aßen noch ein kleines Frühstück und dann ging es für uns auch weiter. Wir machten uns auf den Weg zu einer anderen Bufe. Unser Zug ging erst am nächsten Tag, das heißt wir sind 2 Nächte unterwegs und wir wollten aber eine Bufe relativ nah an Bad Schandau finden, da unser Zug bereits um 5 Uhr ging, da die anderen Züge doch teilweise schon ausgebucht waren und deshalb mussten wir uns ein bisschen beeilen, da wir auch wieder im Hellen ankommen wollten. Priorität Nummer 1 war mal wieder Wasser finden. Und diesmal filterten wir unser Wasser nicht aus irgendeiner kleinen dreckigen Pfütze, auch wenn wir das davor auch schon mal gemacht hatten, das haben wir dann mal weggeschüttet. Jetzt haben wir das Wasser aus der König genommen, weil es doch ein relativ großer Fluss war und wir uns dann doch etwas besser gefühlt haben, das Wasser zu filtern. So, hier nochmal eine andere Bufe. Man sieht, es schneit gerade ganz schön. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber die ist wirklich sehr schön, hier mit 2 Bänken. Und die ist direkt am Schrammstein, an den Schrammstein. Die wird also im Sommer wahrscheinlich sehr, sehr, sehr voll sein. Aber jetzt hier zu der Saison werden heute hoffentlich keine Leute mehr in diesen Schneesturm kommen. Nein, Schneesturm ist es noch nicht. Und ja, man hat hier auf jeden Fall schöne Bänke. Feuer machen, wie gesagt, ist verboten. Und woran ihr diese offiziellen Bufen erkennen solltet, da ist so ein grünes Schild. Das habe ich bei der anderen Buche jetzt nicht gesehen, aber die ist auch offiziell gewesen. Hier an diesem grünen Schild stehen nochmal die Regeln und
Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Buche, vor allem wegen den Bänken. Da mein Kumpel aber leider so durchschnarcht, habe ich eigentlich keinen Bock mit dem hier auf so engen Raum zu liegen. Also wir kundschaften noch mal ein bisschen aus. Hier sind tatsächlich noch mehrere Bufen. Und dann noch eine etwas größere ist, wo wir vielleicht ein bisschen mehr separiert liegen können. Oder ich gehe dann halt persönlich in eine andere Bufe, mal gucken. Und leider kommt der Wind hier ganz schön rein, also man sieht's. Der Wind kommt leider genau von da drüben und zieht einmal den ganzen Schnee hier rein. Das könnte heute Abend, wenn es doller schneit, auch sehr interessant werden. So, wir sind jetzt an einer anderen Bufe angekommen, mussten noch mal ein bisschen von der anderen hochklettern. Und wahrscheinlich werde ich heute hier drunter schlafen. Man sieht, es schneit ganz schön doll, aber da ist man wenigstens geschützt. Hier sind dann auch 2 Bänke, wo man entspannen kann. Und da drüben wäre dann theoretisch auch nochmal ein Schlafplatz. Und wenn man den Weg hier lang geht, kommt auch nochmal eine Bufe. Da wird dann mein Kumpel schlafen, damit wir nicht uns gegenseitig stören durch Schnarchen. Ja, also die Aussicht ist natürlich theoretisch auch sehr schön, aber durch den Schnee und Nebel und Co. sieht man hier natürlich nicht mehr viel. So, das wird mein Schlafplatz für heute Nacht. Das wird eine sehr kurze Nacht, deshalb ist es gar nicht so wichtig. Und ich baue mir hier wieder mit dem Trekkingstock und der Plane so eine kleine Mauer auf. Die andere Seite fixiere ich da oben, wo man schon die Stöcker sieht. Und dann bin ich wenigstens noch ein bisschen vom Wind geschützt und vom Schnee, wobei das hier eigentlich in der Bufe schon relativ geregelt sein sollte. Und draußen, wie man sieht, schneit es die ganze Zeit. Wird auf jeden Fall sehr, sehr kalt heute. Bis zu minus 4 Grad heute Nacht. Und ich hoffe mal, dass alles so läuft wie letzte Nacht, dass es angenehm wird und man durchschlafen kann. Wir müssen am nächsten Morgen sehr früh los und von daher wird das schon alles passen, denke ich mal. Ich baue jetzt mal weiter und zeige dann mein fertiges Schlafsetup. So, da jetzt tatsächlich zu der Jahreszeit bei den Temperaturen sogar noch andere kamen, müssen wir uns jetzt doch eine Bufe teilen. Und deshalb sieht mein Setup jetzt so aus. Die ist etwas windgeschützt, deshalb habe ich da jetzt nicht extra einen Aufbau gemacht, um mich vor Wind zu schützen. Nur ein paar Steine, damit ich nicht einfach runterrolle. Und von der Bufe aus, okay, man sieht absolut nichts, hat man eine Aussicht über die Schrammsteine. Und hier drüben ist auch noch ein mit Holz eingezäunter Bereich, wo mein Kumpel dann schläft, weil er zuerst hier war. Und dann, mal gucken, wie die Nacht wird. So, hier einmal mein Schlafplatz für heute. Man sieht, da ist wirklich nicht viel Platz zwischen mir und dem Kalkstein von oben oder dem Sandstein. Also wenn man jetzt mal hier die Hand hinmacht, naja, ein bisschen Platz ist schon. Da kommt auch was runter. Doch einige Löcher mit Spinnweben und Co. Also ich hoffe, da kommt heute Nacht nichts raus, aber bei den Temperaturen wird wahrscheinlich alles in seinen Löchern bleiben. Und ja, bin jetzt hier im Criterion Traveler 500 eingepackt und habe mir noch den Lightweight 850 Simple Quilt rübergepackt, weil die Nacht wirklich kalt werden soll. Und deshalb, man kann einen Quilt auch super nutzen, um einfach mal die Komforttemperatur seines jetzigen Schlafsacks zu pimpen. Das sieht dann ungefähr so aus. Also ich habe hier den Lightweight Simple Quilt. Ja. Ich habe hier den Lightweight Simple Quilt und darüber meinen normalen Schlafsack. Das sollte definitiv für heute Nacht ausreichen. Von oben, ob die Isolation von unten ausreicht, werden wir sehen. Und ja, da drüben, man sieht leider nichts, sind die Schrammsteine. Und hier ist mein Rucksack mit allem drum und dran. Also macht's gut und gute Nacht. So, guten Morgen, es ist jetzt ungefähr 4 Uhr, kurz vor 5. Und hat die ganze Nacht durchgeschneit. Also wir haben jetzt hier ungefähr 5 cm Schnee. Mal gucken, ob wir hier wieder heil runterkommen. Es wird jetzt demnächst ziemlich spannend. Da drüben, man sieht es leider kaum, aber da ungefähr ist ein Trampelpfad. Der war eigentlich geplant, den Weg runterzunehmen. Hier ist mein Schlafsetup, schon ein bisschen runtergebrochen. Es war extrem warm, die Kombination mit Quilt und Hauenschlafsack war einfach komplett fast zu warm. Ich musste mich zwischendurch ziemlich ausziehen, damit ich überhaupt noch gut schlafen kann. Also wer einen Quilt hat, der kann den auf jeden Fall mit in den Schlafsack nehmen. Das ist extremer Wärmeboost. Und ja, packen wir jetzt schnell zusammen, damit wir dann rechtzeitig zum Zug kommen. So, hier einmal zu unserem Abstieg von der Bufe. Es ist komplett verschneit und wir müssen erahnen, wo der Weg ist. Und es schneit auch die ganze Zeit weiter. Da oben sieht man unsere Fußabdrücke. Das war schon eine kleine Schlitterpartie. Sind wir irgendwie runtergekommen. Und mal sehen, wie lange es noch dauert, bis wir hier zum Weg kommen. Zur Not geht es halt einfach auf dem Arsch runter.
Das war's dann auch mit unserer kleinen Winterexpedition in den Höhlen der sächsischen Schweiz im Schnee. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo da. Es kommen auf jeden Fall noch viel mehr so eine Trips und Videos von mir. Wenn ihr Fragen zur Ausrüstung habt, es gibt fast zu jedem Ausrüstungsgegenstand, den ich dabei hatte, eine Review. Und ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, dann lasst einfach einen Kommentar da. Ich bedanke mich und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.